Hi Martina, willkommen zum Reverse Interview. Ja, wundervoll. Was kannst du aus dem Tag mitnehmen, was dich bereichert und wie bringt dich der Tag heute weiter? Also erstmal nehme ich natürlich die Energie mit. Also ich finde die Diskussion unheimlich gut. Ich finde, die Diskussion hat Tiefe und Breite gleichzeitig. Also es geht vom Bedürfnis des einzelnen Mitarbeiters bis hin, wie man jetzt das Unternehmen in Richtung AI transformiert. Also es ist wirklich bereichernder Tag. Wenn du an die Mitarbeiter auf der Fläche denkst und du hast ja in vielen Unternehmen gearbeitet, wo Wertschöpfung noch mit der Hand stattfindet, was glaubst du, bringt AI da eigentlich wirklich? Also was müssen wir machen, wie kommen wir dahin und was bringt es denen? Warum machen die das auch gerne in der Zukunft? Also tatsächlich, auch wenn das jetzt sehr weit geht, glaube ich, das ist vielleicht die erste Technologie neben dem Hebezeug, wo man den Leuten beim Heben, beim Lastenheben geholfen hat, ist das vielleicht die erste Technologie, wo die Mitarbeiter das Gefühl haben können, sie hilft ihnen. Weil sie tatsächlich so schnelle Response kriegen. Also wenn sie irgendwas in das Tool als Information reingeben, dann werden sie so schnell Response kriegen, wie sie eigentlich heute absolut nicht vorstellbar kriegen. Und diese Response wird auch was mit dem zu tun haben, was sie selber für sich als relevant finden. Also ich denke tatsächlich, dass AI die Shopfloor-Dialog, den Shopfloor-Dialog revolutionieren wird. Jetzt sind wir in einer Phase, wo es viel Veränderung gibt. Und diese Veränderung in der Gesellschaft, in der Demokratie, auch dieser Druck, der auf die Demokratie entsteht, gleichzeitig aber auch dieser ökonomische Wandel, der gerade stattfindet. Was glaubst du, welche Rolle spielt da dieser Dialog? Oder was glaubst du, müssen wir eigentlich tun? Also die besondere Schwierigkeit, in der wir im Moment stecken, ist, dass wir eigentlich in breiten Teilen unserer Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig sind und andererseits eine große Techniktransformation machen. Dieses Thema jetzt miteinander, also beides weiterzubringen, verlangt jetzt, dass jede Seite, also die Unternehmer, müssen dringend Kosten senken und ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Und der Mitarbeiter muss das Gefühl haben, dass die Veränderungen, durch die er muss, dass die ihn aber trotzdem zu einem nächsten Schritt bringen, sozusagen. Und dieses, glaube ich, muss man in aller Härte sagen, verlangt natürlich, dass man Agreements herstellt. Und über diese Agreements, also die wird man dann teilweise mit Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen machen. Und diese Agreements müssen für die Mitarbeiter aber transparent, nachvollziehbar sein. Und die müssen natürlich auch dann online immer bleiben. Also da muss man, weil man weiß dann immer nicht genau, wann bedeutet das genau für mich was. Also ich glaube, man kann für die Mitarbeiter jede Menge, ich bin dabei, ich verstehe es. Es ist natürlich schwer zu akzeptieren. Das ist bei den schwierigen Themen. Bei den guten Themen, wo wir Geschäftsmodelle entwickeln, da ist aber das Gleiche der Fakt. Je mehr positiven Narrativ wir substanzieren können, desto eher nehmen wir die Gesellschaft mit und desto eher sieht auch der Mitarbeiter, der zuerst negative Folgen hat, für sich wieder Chancen. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Tool, wie ihr das bringt, dass dieses Tool ermöglicht, dass man in beide Richtungen die gesellschaftliche Kohäsion verbessert. Du hast eine spannende Studie zitiert in deinem Vortrag. Was ist die Kernaussage für dich eigentlich? Also die Kernaussage für mich ist tatsächlich, dass das, was man im Bauchgefühl hat, jetzt substanziert ist, nämlich die Chefs in der Firma glauben ihren Chefs. Die Mitarbeiter in der Firma glauben den Kollegen. Das heißt, große Top-Down-Gefälle und gleichzeitig die Peer-Kommunikation. Ja. Unfassbar wichtig. Genau. Also ich denke, diese Lehre jetzt, dass man es jetzt auf dem Blatt Papier sieht, die ist schon eye-opening, also die ist augenöffnend. Martina, vielen Dank, dass du da bist. Hast du schon spannende Teilnehmer getroffen? Ja, also ist natürlich total guter Mix jetzt. Also erstmal ist es wirklich so unterschiedliche Ebenen, auch unterschiedliche gesellschaftliche Spieler jetzt so. Also es sind ja nicht nur Unternehmen hier. Es ist tatsächlich eine sehr spannende Runde. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir noch Politiker sehen und vielleicht noch ein paar Leute.
nicht von den obvious AI, aber die werden von AI auch was haben. Martina, vielen Dank für deine Danke Zeit. dir. Danke für das Interview.